Was du hier siehst, ist kein Foto. Alles ist mit Bleistift gezeichnet und genau das wirst du gleich selbst erleben. Herzlich willkommen zur Ausstellung in Waren-Müritz. In diesem Video zeige ich dir spannende Impressionen der Vernissage und nehme dich mit durch die Ausstellung, die noch bis zum 14.06.2026 in Waren-Müritz im Müritzeum zu sehen ist. Du siehst hier großformatige Bleistiftzeichnungen, viele davon zwischen 1,5 und 2 Metern groß. Alles, was du hier erkennst, ist ausschließlich mit Bleistift entstanden, Schicht für Schicht aufgebaut. Und mit dem Anspruch, die Natur nicht nur abzubilden, sondern wirklich sichtbar zu machen. Beim Rundgang durch die Ausstellung begegnest du verschiedenen Motiven. Große, detaillierte Naturstudien, die die Kraft und Struktur der Natur zeigen. Tieren wie dem Käfer, der mit seiner Präsenz den Raum erfüllt. Oder auch fein gezeichnete Details, wie bei dieser Eiche. Jede Struktur und jede Linie ist hier bewusst gesetzt. Diese Zeichnungen leben davon, dass man näher herangeht, dass man sich Zeit nimmt. Weiter geht es jetzt mit dem Interview. Ja, ich möchte mich ganz herzlich im Voraus schon bei Ralf Wilhelm Schmidt, bei Daniela Friederike Lührs und bei Gregor Philipps bedanken, dass Sie Ihre Werke in der Ausstellung zeigen und dass Sie auch mit dem besonderen Konzept mitgegangen sind. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, auch für die Künstler, aber bevor ich die Fragen stelle, wir haben das als eine Art Gesprächsrunde gedacht. Ich möchte Ihnen zuerst Ralf Wilhelm Schmidt vorstellen. Er stellt aktuell in der Sonderausstellung seine Bleistiftzeichnung aus. Und Ralf Wilhelm Schmidt wurde 1969 in Luckenwalde geboren und er war als Forstwirt tätig und seit 2009 zeichnet er Naturmotive und er hat sich die Technik selbst beigebracht. Und ich finde seine Werke wahnsinnig beeindruckend. Und er schafft es mit seinen Bleistiftstrichen, die Motive quasi lebendig wirken zu lassen. Und wenn Sie vielleicht mal in der Umgebung von Brandenburg unterwegs in Potsdam und Richtung Kaput kommen, da befindet sich das Atelier von Ralf Wilhelm Schmidt seit 2014. Ja, und ich freue mich, dass Sie das Ausstellungskonzept unterstützt haben und heute auch hier sind. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich gerne stellen möchte. Und ich würde mit Ralf Wilhelm Schmidt beginnen. Und meine erste Frage wäre, wie sind Sie zum Zeichnen gekommen? Gab es einen besonderen Auslöser, vielleicht der Bleistift, den Sie auf dem Schreibtisch entdeckt haben, oder was hat Sie zum Zeichnen gebracht? Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Ich bedanke mich für Ihren Besuch heute Abend und möchte ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Schadlowski, sagen und an die Geschäftsführung für die tolle Vorbereitung. Und ja, ich finde eine wunderbare Präsentation. Aber nun zu Ihrer Frage. Wie viel Zeit haben wir? Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Sie sprachen das an, ich war ja in der Forstwirtschaft tätig, 20 Jahre, und ich habe immer einen direkteren Ausdruck gesucht, wie ich meine Verbundenheit zur Natur mitteilen kann. Und ich habe sehr viele Bäume gepflanzt, habe auch sehr viele Bäume gefällt, Wirtschaftswald halt, und wollte aber immer tiefer, näher ran, mich mehr mit der Natur verbunden fühlen. Also dieses Einssein, was man auch direkt beim Zeichnen erlebt, diesen Flow sozusagen. Das wusste ich natürlich damals noch nicht so genau, wo ich begonnen hatte mit dem Zeichnen, was mich definitiv hingeführt hat. Ich war nach der Forstwirtschaft so ein Jahr krank und habe so überlegt, wie geht's weiter, was mache ich jetzt? Da stand das Zeichnen überhaupt nicht auf dem Programm. Ich habe aber sehr viele Bücher gelesen und Bücher kriegt man ja immer tolle Tipps von sehr, sehr weisen Menschen. So, dann ist mir ein Buch in die Hände gefallen und zwar war das ein Klosterbuch und dort waren filigrane Zeichnungen drin. Und wie es so war, auf meinem Tisch lag ein Bleistift und ein Blatt Papier
weiß ich heute nicht, wie das dahin kam. Jedenfalls habe ich probiert zu zeichnen und habe dann gesehen, wow, das macht Spaß, das gefällt mir und ja, ich scheine es einigermaßen zu können. Also ich habe vorher noch nicht gezeichnet, ich komme aus einer Sportlerfamilie und da machst du meistens das, was deine Eltern gut finden oder auch selber am besten können. Jedenfalls war so die Entstehung. Ja, und dann ging es Stück für Stück los. Ich komme aus Luckenwalde, bin in Luckenwalde geboren, habe dann 2-3 Jahre gezeichnet, meine erste Ausstellung gemacht und habe gemerkt, ich will mehr in die Natur, mehr in die größeren Städte, nicht Berlin, mehr Potsdam, viel Kultur, viel Natur. Wie lange brauchen Sie? Sie werden sich nachher davon selbst überzeugen von den großformatigen Bleistiftzeichnungen. Also Ralf Wilhelm Schmidt hat kleine Formate, große Formate. Wie lange brauchen Sie für eine Zeichnung, für das Großformat, wie es unter anderem in der Ausstellung jetzt zu sehen ist? Vielleicht in Arbeitsstunden, in Wochen? Gibt es da eine Angabe, die man... Also Zeichnen, oder so wie ich die Zeichnung aufbaue, muss man als Prozess verstehen. Ich kann nicht sagen, 40 Stunden die Woche arbeite ich oder zeichne ich. Ich gehe in die Natur, entdecke die Motive, entdecke bestimmte Szenen, nehme Augenblicke wahr, mache Skizzen, mache Fotos, schaffe alles ins Atelier und dann versuche ich das Beste daraus zu machen. Viele Vorskizzen, viele Studien, soll der Adler so gucken oder so gucken, soll er so gucken. Also so entsteht dann Stück für Stück das Bild und wenn ich es dann fertig habe, in dem Format, dann probiere ich halt auf 2 Meter zu gehen. Warum zeichne ich so groß? Weil ich das Gefühl habe, ich kann mich besser verbinden. Ja, ich habe da mehr Freiheit und als wenn es direkt vor mir wäre. Das sieht man hier auch sehr schön, als wenn man direkt in den Wald hineingehen kann. Und so empfinde ich das auch. Genau. Und also ich kenne aus meinem Kunstunterricht noch, dass der Bleistift, das Radiergummi immer ein bisschen tabu war, dass wir mal nicht radieren durften. Wie stehen Sie dazu? Wenn man sich vielleicht mal verzeichnet, kommt der Radiergummi zum Einsatz oder wird das anders ausgebessert? Ja, das habe ich auch häufig gehört, dass der Radiergummi halt verteufelt wird von den Dogmaten in der Schule. Nicht von allen, von einigen. Ja, und wer den Radiergummi braucht, soll nehmen. Wer ihn nicht braucht, soll nicht nehmen. Für mich ist er ein Zeichenwerkzeug. Ich habe ja nur Schwarz-Weiß zur Verfügung, also die Grautöne. Und natürlich ein Maler, mal mit Weiß drüber, das kann ich nicht machen. Und ich zeichne halt mit dem Radierstift, zum Beispiel, wie es nachher in der Ausstellung zu sehen ist, die feinen Federn bei Vögeln. So kann ich halt da noch viele Schichten übereinander legen. Ja. Dadurch entsteht ja auch dieses Gefühl, dass man reinfassen kann, diese 3D-Wirkung. Wenn ich halt Schichten aufbaue. Das macht der Maler auch, aber ich muss es halt ich trage es wieder teilweise ab, was ich aufgetragen habe. Also der Radiergummi ist okay, jeder soll tun, lassen, was er am besten kann damit. Das ist wunderbar. Wenn du die Ausstellung selbst erleben möchtest, hast du noch bis zum 14.06.2026 die Gelegenheit dazu. Schreibe mir doch gern in die Kommentare, welches Motiv dir am besten gefallen hat. Schau unter dem Video in die Beschreibung. Dort findest du alle Informationen zu den Kunstwerken und zur Ausstellung. Abonniere gern meinen Kanal und wir sehen uns zum nächsten Video hier auf Schmidts Zeichenwelt.